Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Ich bin Adel der Reisende, wer mich noch nicht kennt. Ich bin letztes Jahr aus Deutschland ausgestiegen und reise mit meinem Camper durch Europa, aktuell in Griechenland auf Kreta. Hier werde ich auch eine Zeit lang bleiben, wahrscheinlich die nächsten 2 Monate zumindest. Und heute möchte ich euch über die Bedeutung von Namen und von Vornamen, Nachnamen und deren Schwingung und Wirkung vor allem erzählen. Und an meinem Beispiel, ja, was ich halt für Erfahrungen gemacht habe und wie das alles so zusammenspielt und passt miteinander. Ja. Dabei laufe ich jetzt wieder hier an der Küste von Kreta entlang. Ich bin immer noch in der Nähe von dem Afrata Beach. Da laufe ich jetzt gerade wieder zurück und ja, genieße hier den Winter und den Frühling. Also eigentlich ist das ja Frühling hier, es ist ja gar kein Winter. Heute ist wieder etwas windiger. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich habe halt das Mikrofon in meiner Hand verdeckt. Ja, also mein Name ist ja, ich habe 2 Vornamen, André Adel. Darüber habe ich ja in meinen letzten Videos schon erzählt. Deshalb knüpfe ich jetzt darauf an. Auch von der Numerologie. Also ich rolle das jetzt von hinten auf, weil normalerweise, wenn man sich mit Numerologie beschäftigt, beschäftigt man sich eher mit Geburtsdatum und nicht direkt, nicht als erstes mit dem Namen. Das Geburtsdatum wirkt noch etwas stärker auf einen als der Name, aber der Name wirkt auch sehr, sehr stark. Und zwar, wie du geboren wurdest, mit welchem Namen und welchen Namen in deiner Geburtsurkunde stehen und auf dem Pass. Und natürlich auch, wie du dich nennst, wenn du dich nachher anders nennst. Allerdings das, was auf der Geburtsurkunde steht, das bleibt. Aber du hast natürlich Einfluss, indem du einfach dich einfach nennst. Sei es Spitzennamen oder so Abkürzungen, ja? Oder auch beim Unterschreiben abkürzt, also nur den Vornamen A. Punkt, in meinem Fall, das macht man ja normalerweise, dann beschneidet man sich eigentlich. Nun, ich möchte erstmal über die Bedeutung von Namen reden. Also jeder Name hat eigentlich eine Bedeutung, eine tiefere, historisch sogar gesehen. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte mal nach seinem Namen googeln und mal schauen, was für eine Bedeutung hat der Name eigentlich. Das ist oft sehr, sehr interessant. Und zwar André ist mein deutscher Vorname, hat die Bedeutung Mut, und Adel, mein arabischer oder ägyptischer Vorname, hat die Bedeutung Gerechtigkeit. Hat jetzt nichts direkt mit dem Adel, dem aristokratischen Adel zu tun. Obwohl in Deutschland denkt man da daran. Adel steht auch für der Edle, auch. Das hat natürlich ein bisschen was damit natürlich auch dazu zu tun. Ja, würde auch zu mir passen. Wo läuft der Buddy schon wieder rum? Oh, der kleine Racker, ey, der geht mir heute wirklich mal auf den Sack. Ich muss mal kurz rufen. Buddy! Da kommt er. Ich muss einfach auf ihn achten, weil ich habe in letzter Zeit etwas zu viel Freiraum gelassen. Und der ist das jetzt so gewohnt, einfach mal so seinen Weg zu gehen. Okay, Entschuldigung. Wo war ich stehen geblieben?
Adel. Genau. Seitdem ich meinen Namen Adel wieder angenommen habe, das war mein Kindname, den ich in Ägypten hatte, habe ich tatsächlich Gerechtigkeit walten lassen in meinem Leben. Ich habe zu mir gestanden und ich habe auch zu meiner Selbstliebe gefunden. Dadurch wahrscheinlich sogar. Und zwar ist das erst seit einem halben Jahr, dass ich den Namen voll und ganz jetzt angenommen habe. In der Zwischenzeit hatte ich André Adel gesagt. Und dann, da war ich noch mit einem Fuß in der konventionellen Welt und dem anderen Fuß schon in der Freiheit. Und jetzt bin ich Adel. Adel, der Gerechte, ja, der hat dann schon dreimal, also ich, kann ich sagen, nicht in der dritten Person, habe dann schon dreimal in dem halben Jahr einen Anwalt in 3 verschiedenen Fällen konsultieren müssen oder konsultiert, aus eigener Entscheidung, weil ich die Ungerechtigkeit, die mir gegenüber, ja, wo ich mich halt ungerecht behandelt fühlte, von verschiedenen Parteien, sage ich mal, ja, habe ich das an einen Anwalt abgegeben. Ich möchte nicht mehr kämpfen, aber ich muss einfach Grenzen setzen und das Gesetz, sage ich mal, wenn es überhaupt eins wirklich gibt, zumindest noch nutzen für mein, für mein Recht und einfach mir nichts mehr gefallen lassen, was ich früher wohl habe mit mir machen lassen. Und deshalb habe ich das jetzt als Herausforderung bekommen, um dann nochmal das zu korrigieren. Ich sehe das so, als ob wir hier so ein Übungsfeld halt kriegen in dem Spiel des Lebens. Und zwar, dass wir immer wieder Herausforderungen kriegen, bis wir es gemeistert haben und bewiesen haben, wir brauchen diese Situation nicht mehr, weil wir haben es verstanden und gelernt, zu uns zu stehen, zum Beispiel. Also so kommt mir das zumindest vor. Ja, jedenfalls, ja, André ist auch noch in mir natürlich die ganze Erfahrung von André im ganzen Erwachsenenalter, ja, von 6 bis 41, ist auch in mir. Die ganze Erfahrung von André. Und ich grenze natürlich jetzt auch nicht aus. Er bleibt der André der konventionellen Welt. Ich nenne das auch gerne 3D-Matrix. Und der Adel bewegt sich jetzt in die 5. Dimension, also 5D. Wahrscheinlich bewege ich mich jetzt gerade dazwischen, irgendwie in der 4D. Deshalb, ja, ist der André auch noch da. Ne? Ich glaube, André und Adel zusammen sind in 4D. Und wenn ich in 5D bin, dann bin ich wieder komplett der Adel. Ja, es klingt komisch für manche vielleicht, die sich damit noch nicht befasst haben, aber ist es auch. So, also, ich gehe mal irgendwie hier irgendwo in den Windschatten. Weiß nicht, wo der Buddy schon wieder hin ist. Oh. Machen wir kurze Pause, ich will euch nicht zuschreiben. So, da ist er wieder. Okay. Mein Nachname übrigens ist einer der 12 Stämme von Israel. Ich war sehr überrascht, als ich den in der Bibel entdeckt habe. Jedenfalls, ich glaube, es ist echt ein hebräischer Name. Oder ich habe sogar hebräische Abstammung wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, also ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Jedenfalls, was wollte ich sagen?
Die Bedeutung von meinen Nachnamen ist der Prophet. Das ist so lustig, oder? Also ich prophezei hier jetzt nichts, aber ich ja, gehe ja, in die Außenwelt und zeige mich und gebe meine Botschaft nach außen von meinen Erfahrungen, von meinem Leben und ja, was auch immer. Äh, also bei mir passt das hundertprozentig. Meine Namen und auch mein Nachname passen so zu mir. Und so wie ich die für mich gewählt habe, also gewählt, unbewusst gewählt habe, ne? Da war ich der Adel, dann war ich André, dann war ich André Adel, und dann war ich der Adel. Und das passte immer wieder zu meiner Phase, wenn ich in der Numerologie jetzt schaue und das analysiere, weil jeder Buchstabe hat eine Ziffer. A steht für 1, B für 2 und so weiter. Und wenn man seinen Namen mit seinem Nachnamen, also alle Vornamen und Nachnamen, äh, miteinander in der Quersumme addiert, dann erhält man eine Zahl. Wenn man die Quersumme nochmal nimmt, bis man nur noch eine Ziffer hat, das ist dann die Zahl, die so wirkt. Und dann hast du deine Namenzahl und dann kannst du halt lesen, was das bedeutet. Ich benutze dafür eine App, die heißt Numerologie und findet man im Google Play Store. Die ist sehr, 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 sehr treffend. Also da kann man die meisten Webseiten, die sich damit befassen, äh, also für mich in die Tonne hauen. Ja, genauso ist es auch mit der Jahreszahl. Aber da erzähle ich wahrscheinlich nächstes Video drüber, ähm, weil ich ja schon als einmal über die Numerologie spreche, werde ich dann anknüpfen. Nur heute will ich jetzt nicht zu viel über Numerologie sprechen, sondern halt die Namen, wie wichtig es ist, sich nicht zu beschneiden in seinem Namen. Heute hat mich ein alter Freund nochmal mit meinem Spitznamen angesprochen, mit dem ich mich absolut gar nicht mehr identifizieren kann. Also noch nicht mal André, sondern ein ganz anderer Name. Also ich wurde mal in der Zwischenzeit als Jugendlicher mal RJ genannt. Und das war ein Name, sage ich mal, für mein Ego. Den habe ich mir noch nicht mal selbst ausgewählt. Das war wahrscheinlich wegen meinen Initialen und passte einfach zu mir, zu der Zeit auch. Ich denke, das war auch in Ordnung in der Zeit. Aber heute bin ich das nicht mehr. Deshalb bitte ich auch darum, mich bei meinem Namen zu nennen, der mir Gott gegeben wurde. Also entweder André oder Adel. Am liebsten natürlich Adel, für die, die mich noch nicht kennen. Und André natürlich, die aus Gewohnheit mich noch als André kennen, die dürfen mich ja weiter André nennen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ah nein, mir fällt noch eine ganz wichtige Sache ein. Ähm, Wenn man heiratet in Deutschland oder auch in anderen Ländern, dann übernimmt die Frau konventionellerweise, weil es eine Konvention ist, den Nachnamen vom Mann. Mittlerweile gibt es sogar, wie sagt man, äh, geht das auch umgekehrt, dass der Mann den Namen von der Frau übernimmt. Ähm, ja, dann spielt die Frau den Mann. Gibt es auch in unserer Welt. Allerdings muss man sich dann bewusst sein, dass die Person, die ihren Namen verändert, auch im Pass und auch so anders unterschreibt und sich damit identifiziert, dass dieser Mensch, ich sage jetzt nicht Person, dass dieser Mensch
sich verändert. Deshalb gehen Ehen ja auch wieder auseinander, weil der Mann erkennt seine Frau gar nicht mehr wieder. Die hat sich dann komplett verändert und das geht auch in kurzer Zeit. Sobald sie einen anderen Namen hat, ist sie ein anderer Mensch. Das ist eine andere Identifikation, eine andere Identität. Ist ja logisch, oder? Und das hat auch mit der Numerologie zu tun. Ah, Also ich hatte auch geheiratet, aber ich habe unbewusst mit meiner Ex-Frau den Namen behalten, weil wir haben in Australien geheiratet, kurz vor ihrem Sabbatjahr oder am Anfang ihres Sabbatjahres. Buddy, hier bleiben, hier bleiben. Und ja, heute ist Sonntag, hier kommen mehr Menschen an den Strand. Aber das ist jetzt nicht voll, ne? Kann ja mal zeigen, wie voll. Da hinten sind 2 Leute. Das ist halt die kleine schöne Bucht, wo ich bin. Und sie hat ihren Namen nicht verändert, weil sie ja noch auf Reisen war und hätte dann alle Pässe und Bankkarten und alles neu beantragen müssen. Und das wollten wir nicht, diesen Heckmeck. Und das war auch gut so, weil jetzt weiß ich auch, wofür es gut war. Also dann, das war alles und diesmal ein bisschen kürzeres Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag heute oder wann auch immer ihr das Video seht. Einen wunderschönen Tag und ja, freue mich, wenn ich euch da auch wieder inspirieren konnte. Euch mehr mit euren Namen zu befassen und zu euren Namen, Geburtsnamen zu stehen, weil der wurde euch gegeben und das ist kein Zufall. Dieser Name prägt euer Leben und euer Sein und hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und wenn ihr da euch mit befasst, werdet ihr neue Erkenntnisse erlangen und Bestätigungen, dass ihr genau dieser Mensch seid und sein sollt. Deshalb ist auch jeder Mensch anders. Ne? Und so hat man auch wieder Verständnis für andere Menschen. Wir alle sind anders. Wir sind alles individuelle göttliche Wesen. Also, ich grüße euch. Einen schönen Tag. Ciao, euer Adel der Reisende.